Die Ausstellung Objekte, Geschichte, Geschichten entstand aus der Idee heraus, auf begrenztem Raum deutsche Geschichte im europäischen Kontext zu erzählen, anhand bestimmter Objekte und Regionen, denen sie entstammen. Eine zentrale Frage ist: Woher kommen diese Objekte? Warum sind sie in die Sammlung des Deutschen Historischen Museums gelangt? Zu welchem Zeitpunkt? In welcher Phase der Geschichte des Hauses sind sie entstanden? Und so gliedert sich die Ausstellung auch in 2 große Teilbereiche. Die erste Hälfte der Ausstellung ist der Hausgeschichte gewidmet und der Sammlungsgeschichte. Beginnend mit der ersten musealen Nutzung des Zeughauses 1883 als Ruhmeshalle der preußisch-brandenburgischen Armee. Das ehemalige Waffenarsenal wurde umgestaltet, es kamen Objekte in die Sammlung, es wurde ein Grundstock aufgebaut, der natürlich vor allem militärische Objekte, die an die große militärische Vergangenheit Preußens oder Brandenburgs erinnerten, vom Mittelalter bis in die damals jüngste Vergangenheit. Natürlich spielte auch die Reichsgründung 1870 eine große Rolle zu diesem, ja, nationalen Heeresmuseum, für das Österreichische Militärhistorische Museum in Wien das unmittelbare, auch bauliche Vorbild gegeben hat. Im weiteren Verlauf haben wir dann die Geschichte des Hauses in der NS-Zeit zwischen 1945 und der Wiedereröffnung des Hauses 1952 als Museum für Deutsche Geschichte, das Nationale Geschichtsmuseum der damaligen DDR, und dann die Zeit nach der Wiedervereinigung 1989, als die Pläne zu einem westdeutschen historischen Museum, ursprünglich in West-Berlin geplant, im Spreebogen, sich dann zerschlugen und man plötzlich hier im Zeughaus die Chance hatte, ein gesamtdeutsches Geschichtsmuseum aufzubauen. Und wieder musste ein Grundstock für eine ganz neue Sammlung gelegt werden. Wir haben für all diese verschiedenen Nutzungsphasen des Hauses versucht, Objekte zu finden, die vielleicht auch überraschend sind, die auf den ersten Blick man nicht mit der jeweiligen Epoche, um die es geht, verbinden würde. So haben wir etwa für die NS-Zeit eine Samurai-Rüstung, die als persönliches Geschenk für Adolf Hitler 1938 in die Sammlung kam. Und zwar gestiftet von einer Kyotoer Ehrengarde, die damals zu den Repräsentanten der kaiserlichen japanischen Armee gehörte. Und Japan war ein Verbündeter Nazi-Deutschlands. Und so kam dieses sehr überraschende Objekt in die Sammlung. Das ist nur fragmentarisch erhalten, aber da lässt sich schon auch eine Geschichte politischer Allianzen, Bündnisse erzählen, die den Besuchenden auf den ersten Blick nicht geläufig sein wird, die vielleicht überraschen wird. Ähnlich werden wir es für die Zeit des MFDG halten. Da findet man natürlich auch Erwartbares, Staatsgeschenke an die damalige DDR, sowohl von Bruderstaaten als auch von sozialistischen Arbeiterverbänden in westlichen Ländern. Aber man findet eben auch 2 prächtige Textilien der Königin Luise von Preußen, die im Zuge der Bodenreform aus der Sowjetunion in das damalige Museum für Deutsche Geschichte kamen und eigentlich ein eher problematischer Bestand war. Es ging darum, überraschende Objekte zu finden, die man im Raum, also im Ausstellungsraum, auch spannungsreich gegenüberstellen kann. Und ich glaube, gerade durch dieses kontrastierende Ausstellen, Objekte, die sich gegenseitig kommentieren, würde ich mir wünschen, dass die Ausstellung bei den Besuchenden so eine Art Offenheit und Neugier transportiert,